Hallo, wenn du Deutsch sprichst und du möchtest gerne die luxemburgische Sprache lernen, dann kann ich dir nur eins sagen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast wirklich den Jackpot. Warum? Ganz einfach. Deutsch und Luxemburgisch sind zwei sehr ähnliche Sprachen und ich habe ehrlich gesagt eine Methodik gefunden, wie man wirklich mühelos sehr schnell neue luxemburgische Wörter lernen kann und dafür musst du gar nichts auswendig lernen. Nein, gar nichts. Es genügt schon, wenn du schon Deutsch kannst. Warum? Ganz einfach. Also, es gibt einen Begriff, der heißt Cognates. Was bedeutet Cognates? Das bedeutet, dass zum Beispiel in zwei Fremdsprachen, also, wie soll ich erklären, da gibt es zwei Wörter aus zwei verschiedenen Fremdsprachen, aber die ähneln sich und irgendwie gibt es dazu so eine gewisse Regel, wie man sehr schnell neue Wörter aus der Zielsprache lernen kann und das Ganze mühelos und sehr schnell, okay? Und genau, wie gesagt, du kannst das Ganze auch gerne mal selbst nachprüfen. Also du kannst zum Beispiel gerne auf LOD gehen. LOD ist eigentlich sozusagen eine Webseite, wo man ja luxemburgische Wörter erlernen kann. Und da gibt es so eine viersprachige Übersetzung, also Deutsch, Französisch, Englisch und Portugiesisch. Und du kannst selbst nachprüfen, dass diese Methodik wirklich zu fast 100% funktioniert. Natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es das, aber ich würde mal sagen, also ich gehe mal davon aus, du kannst mit der Methode wirklich bis zu über 1000 luxemburgische Wörter erlernen. Ich denke mal, okay? Kann auch sein, dass ich vielleicht falsch liege. Wie gesagt, es ist eine Methodik, die ich selbst herausgefunden habe. Und wie gesagt, wenn du Luxemburgisch lernen möchtest, ich glaube, das kann dir sehr gut helfen. Gut, ich würde mal sagen, dass wir mal sofort loslegen, okay? Okay, gut. Also, ich lese mal kurz mal vor, was ich geschrieben habe. Aufpassen, das funktioniert ungefähr bis zu 90%. Natürlich gibt es ein paar Exceptionen, aber mit der Methode ist es möglich, bis zu 1000 Lützeburg wieder zu lehren, ohne das ganz auswendig zu lehren. Alldeutsch Präfix. Noch einmal, okay? Also, ich habe mal aufgeschrieben, aufgepasst. Diese Methode funktioniert ungefähr bis zu 90% und natürlich gibt es einige Ausnahmen, aber mit der Methodik kann man wirklich bis zu über 1000 luxemburgische Wörter erlernen. Also noch einmal, das mit den 1000 Wörtern, das ist halt meine Abschätzung. Kann auch sein, dass vielleicht nur 800, 900 Wörter sind, aber also wie gesagt. Aber auf jeden Fall, das funktioniert sehr gut. Ich habe mal einige Beispiele aufgeschrieben. Zum Beispiel hier. Wir fangen mal erstmal mit dem ersten Präfix an. Und zwar jedes deutsche Verb, das mit auf beginnt, im Luxemburgischen wird es zu ob. Zum Beispiel aufbauen, obbauen. Aufpassen, oppassen. Aufnehmen, obholen. Also nehmen auf Luxemburgisch heißt holen. Aber guck mal, wenn du das Ganze miteinander kombinierst, dann wird das zu obholen. Auftreten, obtreten. Aufheben, obheben. Also wie du bereits merkst, da gibt es schon eine gewisse Systematik. Natürlich, man muss auch also man muss auch darauf beachten, wie man das Ganze ausspricht. Die Aussprache spielt auch eine gewisse Rolle, also ist auch sehr wichtig. Und als nächstes über. Jedes deutsche Verb, das mit dem Präfix über beginnt, in Luxemburgisch wird es zu über. Zum Beispiel übertreiben, übertreiben, übernehmen, überholen, ne? Dasselbe Spiel, ne? Nehmen auf Luxemburgisch heißt holen. Aber guck mal, übernehmen, überholen, überdenken, überdenken, überlegen, überlegen, überholen, überholen. Also, wie gesagt, überholen, also hier überholen, überholen, das Ganze ist halt kontextabhängig. Ne? Das hängt vom Kontext ab. Da als nächstes haben wir dann an und das wird zu un. Auf jeden Fall ist auch zu beachten, dass in der Luxemburgischen Sprache, da gibt es auch die sogenannte N-Regel. N-Regel, das bedeutet zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, okay? Zum Beispiel, man sagt den Auto, aber de Mann. Warum? Ganz einfach also wegen der N-Regel. Ne? Annehmen, unholen. Anbauen, U-bauen. Und man merkt sofort hier, da hat man H, deswegen N, aber hier hat man B, deswegen kein N. Ansammeln, U-sammeln. Antun, unduen. Anziehen, unduen. Genau. Dann ein, an, also
Jedes deutsche Wort, das mit ein beginnt, wird zu an und hier dasselbe Spiel. Eintragen, androhen. Einschreiben, erschreiben. Einsehen, agesehen. Ne? Sehen auf Luxemburg heißt gesinn. Einatmen, anotmen. Eingreifen, ergreifen. Dann weg wird sofort und aufgepasst, das bezieht sich nur auf die Bewegung, also wenn man sich bewegt, nur auf die Bewegung. Zum Beispiel weggehen, fortgehen, wegfahren, fortfahren, wegkommen, fortkommen, wegfliegen, fortfliegen, weglaufen, fortlaufen. Danach aus wird zu aus, also kinderleicht. Ausgeben, ausgehen. Ausdenken, ausdenken. Ausgehen, ausgehen. Aushalten, aushalen. Ausfallen, ausfallen. Dann zurück wird zu zurück, zum Beispiel zurückgehen, zurückgehen. Zurückfahren, zurückfahren. Zurückdenken, zurückdenken. Zurückdrehen, zurückdrehen. Zurückdrehen. Zurückhalten, zurückhalten. Und danach wieder wird zu rüm. Zum Beispiel wiederfinden, fanden. Wiedersehen, gesehen. Nochmal dasselbe Spiel, ne? Sehen wird zu gesehen. Danach wiederkommen, kommen. Wieder wählen, wählen. Aber hierzu gibt es eine Ausnahme, zum Beispiel wiederholen auf Luxemburg heißt wiederholen. Aber ich denke mal, dass das nicht so schwer ist. Genau. Also, das war mal das heutige Video. Also, wie du bereits gemerkt hast, also wenn man wirklich schon Deutsch kann, also vor allem für die Verben, also heute möchte ich mich nur auf die Verben beschränken, okay? Das nächste Mal werde ich dann noch die Nomen mit berücksichtigen. Aber heute nur auf die Verben. Und du hast sofort gemerkt, also wenn man Deutsch kann, ist es wirklich sehr leicht, luxemburgische Verben zu lernen. Und das Ganze ohne auswendig lernen zu müssen. Vielen herzlichen Dank, dass du dir das Video angeschaut hast. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal, okay? Tschüss.